In diesem Video wollen wir uns mit 3 Schlüsselszenarien auseinandersetzen, die die Zukunft der Welt, der Zukunft Europas und damit auch deine Zukunft entscheidend beeinflussen können. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Im Jahre 1997 erschien ein Buch von William Strauss und Neil Hoove. Es ist auch im Deutschen erschienen. Der Titel The Fourth Turning, was uns die Zyklen der Geschichte über die Zukunft unserer Gesellschaft lehren. Link dazu packe ich auch in die Beschreibung dieses Videos hinein. Ein sehr lesenswertes Buch, kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Die These dieses Buches ist letztlich, dass die Gesellschaft, die Zivilisation sich in Zyklen von ungefähr 80 bis 100 Jahren bewegt und es dann innerhalb von diesen Zyklen so etwas wie Jahreszeiten gibt. Diese Jahreszeiten nennt das Buch Turnings und Fourth Turning, das ist so der Winter. Das sind so dann die letzten 20, 25 Jahre eines jeden Zyklus. Und es ist schon ein bisschen erschreckend und gespenstisch, wenn man sich hier mit den Aussagen dieses Buches auseinandersetzt und wie sehr sie auf unsere Zeit zuzutreffen scheinen. In dem Buch prognostizieren Strauss und Howe, dass das nächste Fourth Turning, also der nächste Winter sozusagen, unserer aktuellen Zivilisation, unseres Zyklus, so ungefähr in der Mitte der 2000er Jahre einsetzen wird. Tatsächlich gab es dann 2008 die große Finanzkrise. Und ich denke, wir sind uns alle einig, dass es seitdem nur noch um Krisenmanagement geht. Also Regierungen, Zentralbanken sind laufend dabei, irgendwelche Krisen zu lösen, Feuer zu löschen, Notfallmaßnahmen wie Tiefstzinsen zu ergreifen und die Geldmenge gigantisch zu vermehren und natürlich auch die Ausgaben ganz enorm zu steigern. So wie Strauss und Howe es vorausgesagt haben, können wir sicherlich alle zustimmen, dass diese Phase hier gekennzeichnet ist durch einen Vertrauensverlust in den Staat, in die Regierung, in die öffentlichen Institutionen, so wie wir es am Ende des letzten Zyklus, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg, miterlebt haben. Die UNO, die EU, die EU-Kommission, die Bundesregierung, der Internationale Währungsfonds, das WEF, all diese Institutionen werden kritisch mittlerweile von den meisten Menschen beäugt. Wir halten sie für ineffizient, möglicherweise überflüssig oder sogar für gefährlich. Historisch jedenfalls, wenn wir mit Howe und Strauss argumentieren, sind eben diese Fourth Turnings, also diese vierten Abschnitte, diese Winter in dem Zivilisationszyklus dadurch gekennzeichnet, dass es intensive Turbulenzen gibt und dass das dann alles kulminiert in einer riesigen Explosion, in einem gigantischen Konflikt, etwa wie der Weltwirtschaftskrise dann zum Zweiten Weltkrieg geführt hat. Oder aber davor zum Beispiel der amerikanische Bürgerkrieg. Natürlich, man muss vorsichtig sein. Sicherlich wiederholt sich die Geschichte nie exakt. Da gibt es immer Variationen. Aber ich denke, wir alle können sehen, was Strauss und Howe hier gemeint haben, wenn sie diesen Zustand beschrieben haben. Und wir alle sind uns einig, denke ich, dass momentan wir hier in einem Dauerzustand der Krise sind. Es scheint nicht besser zu werden. Es scheint nicht zur Ruhe zu kommen.
Es wird eigentlich sogar immer schlimmer. Damit einhergehen tut natürlich auch, dass neue Parteien hier an die Macht kommen, denn die Wähler vertrauen den alten Parteien nicht mehr. Sie suchen also jetzt hier neue Heilsfiguren. Natürlich, die Tragik ist, dass auch meistens diese neuen Figuren, diese neuen Politiker, diese neuen politischen Führer die Dynamik nicht mehr stoppen können und eigentlich auch nichts mehr machen können. Und auch diese neuen politischen Führer sind ja vielfach nicht besser. Sie machen ja genauso viel Schulden wie ihre Vorgänger, haben wir ja schon oft gesehen. Aber irgendwann geht es halt nicht mehr. Irgendwann können die Regierungen nicht mehr weiter Geld drucken, kein neues Geld mehr aufnehmen. Dann ist kein Geld mehr da. So schrieb es Howe im zweiten Teil zu seinem Buch The Fourth Turning, was erst letztes Jahr erschienen ist. Ich zitiere auf Englisch. Like addicts acquiring tolerance, policymakers have backed themselves into a corner. The public braced itself for the dark hour when the Fed can no longer ease and Congress can no longer borrow, no matter how badly the economy founders. Irgendwann funktionieren eben diese Tricks der Zentralbanken auch nicht mehr. Und dann werden wir wirklich am Ende angelangt sein. Dann wird es wirklich einen harten Reset brauchen. Bis dahin, bis es zu diesem Zusammenbruch kommt, musst du dich auf 3 Schlüsseltrends hier gefasst machen. Erstens, weiterhin gigantische Schulden. Die Staaten werden weiterhin Schulden machen, Schulden machen, Schulden machen. Es wird immer neue Gründe geben, um Schulden zu machen. Pandemien, Kriege, die Wirtschaft und so weiter und so fort. Erst letzte Woche wurde der sogenannte Draghi Report hier veröffentlicht. Draghi schlägt vor, dass die Europäische Union jedes Jahr 800 Milliarden in die Wirtschaft investieren muss, um mit China und den USA Schritt halten zu können. Oder sie wird ansonsten abrauchen und an Bedeutung stark verlieren. Diese 800 Milliarden, die sollen über eine Schuldenunion finanziert werden. Du weißt, was das heißt. Deutschland muss diese Schecks ausstellen. Und du als deutscher Steuerzahler musst dafür gerade stehen, 800 Milliarden pro Jahr zusätzlich, wohlgemerkt, zusätzlich. Der zweite Trend hier sind zunehmende Konflikte. Wir sehen, was gerade in der Ukraine, in Russland passiert. Wir sehen, was im Mittleren Osten passiert. Wir sehen, was im Iran passiert, möglicherweise China, Taiwan. Das wird weiter zunehmen. Das wird auch hier den Handel weiter gefährden. Länder schotten sich ab, Länder wollen nicht mehr miteinander zusammenarbeiten. Wir können davon ausgehen, dass die Lieferketten unterbrochen werden. Wir sehen es an den BRICS-Staaten, die etablieren schon ihre eigenen Lieferketten, ihre eigenen Zahlungssysteme. Weniger Globalisierung, mehr Konflikte, das ist ein weiterer Trend, auf den du dich vorbereiten musst. So, und das alles spitzt sich dann eigentlich zu einer Sache zu und diese Sache heißt Währungsreform. Wir haben das schon zuvor erlebt in verschiedensten Variationen, zum Teil mit Enteignungen, zum Teil ohne. Wir alle haben über Lastenausgleich hier gesprochen, schon vielfach nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist so alles ein Thema. Natürlich die Währungsreform nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Deutschen sind ja erfahren, wenn es um solche Dinge geht. Und klar, du weißt natürlich jetzt, von was ich spreche. Es droht hier die Einführung von CBDCs, von Zentralbankgeld. Auch diese Maßnahme ist ja im Grunde genommen genau das Gleiche und wir wissen, dass das hier von vielen Staaten diskutiert wird, weil es letztlich keine andere Lösung für diese Probleme gibt. Das sind die 3 Schlüsselszenarien, mit denen du dich in den nächsten Jahren auseinandersetzen wirst. Gemäß Strauss und Howe jedenfalls und ihrem Buch The Fourth Turning, was bereits 1997 geschrieben wurde, aber wie ich meine, immer noch sehr akkurat ist. Und deswegen rate ich dir jetzt dringend dazu, dich mit einem Plan B zu beschäftigen, um genau dich gegen solche Szenarien abzusichern. Du denkst vielleicht, dass es nicht möglich ist, dich davor abzusichern, aber das würde ich so absolut nicht sagen. Natürlich, man wird in irgendeiner Weise davon vielleicht betroffen sein, aber es gibt dennoch genügend Länder, die hier nicht mitmachen wollen, nicht mitmachen können, weil sie auch gar nicht die wirtschaftlichen Kapazitäten haben. Und dort musst du jetzt investieren, dort musst du jetzt einen Plan B aufbauen, idealerweise in verschiedenen anderen Ländern. Du solltest in Assetklassen investieren, die in solchen Szenarien hier für dich von Nutzen sind. Edelmetalle, Krypto vielleicht landwirtschaftliche Nutzflächen,
All das sind Sachen, die dann sehr nützlich sein können. Harte Werte, also Sachwerte, die immer gebraucht werden. Und da sind dann natürlich alle möglichen weiteren Implikationen. Zweite Staatsbürgerschaften, Aufenthaltsgenehmigung. Du musst ja dann möglicherweise schnell weg. Ich sage es immer wieder, wenn die Krise da ist, kommst du nicht mehr weg. Du hast es während Corona erlebt. Während Corona konntest du in keine Botschaft gehen und dir dort ein Visum besorgen. Wir beschaffen US-Visa für Mandanten. Die mussten zum Teil 2 Jahre auf ihr US-Visum warten, weil die US-Botschaften keine Visa ausgestellt haben. Punkt. Genauso wird es dir auch gehen. Ja? Das heißt, du musst dich jetzt vorbereiten. Jetzt ist die Zeit, es zu tun. Du brauchst nicht jetzt sofort weg, du musst nicht auswandern jetzt sofort, aber du solltest dich mit diesen Szenarien auseinandersetzen und solltest dir überlegen, was kann ich konkret tun, um mich, meine Familie, mein Vermögen abzusichern. Wenn das Themen sind, die auch dich interessieren, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir tun seit fast 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei ihrem Plan B zu beraten, ins Ausland umziehen, Steuern zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen, ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.